Guten Morgen zu einem weiteren Tag auf unserer Baustelle. Sarah ist heute hier am Verfug. Endlich. Genau, sonst ist hier nicht so viel die Tage passiert. Also ich habe an Strom weitergearbeitet. Du hast hier, glaube ich, noch den Sockel gemacht, das hatten wir nicht gefilmt. Ja, doch, ich glaube teilweise. Oder teilweise. Ja, jetzt hat sie hier... Hier passiert nur nicht viel, was man sieht. Genau, hier hat sie jetzt da noch diese Fliese hinter dem, Abwasseranschluss vom Waschbecken verfugt. Jo, hier liegt schon der Sockel vom Waschbecken, da können wir jetzt auch die Tage mal mit Installation anfangen. Ja, Sarah verfugt jetzt da hinten noch ihr Mosaik, das hat sie jetzt schon abgewaschen, sieht dadurch schon ein bisschen besser aus. Ich komme da jetzt nicht so nah dran. Das zeigen wir dann nachher im verfugten Zustand. So, ich habe hier hängen die noch raus, die Steckdosen, die sind aber eigentlich auch schon verdrahtet. Hier im unteren Bereich, die ganzen Dosen habe ich verdrahtet. Sarah hat dementsprechend dann schon die Küche aufgebaut. Das ist alles noch so richtig provisorisch hier. Auch hier nur mit so einer komischen MDF-Platte oder wie die heißen. Weil diese Küche wird ja nochmal mit uns umziehen in naher Zukunft oder eher mittelmäßiger Zukunft. So, da oben an die Dosen komme ich noch dran, die da hinter denen sind. Mache ich noch. Hier steht schon lauter Sachen von uns. Wir haben das hier alles irgendwie doch zugestellt, obwohl das eigentlich nicht so sein sollte. Ja, hier Kinderzimmer, Lichtschalter, Steckdosen. Hier ist ja nicht viel drin. Klimaanlage kennt ihr ja schon. Dann Wohnzimmer. Sind dahinter auch die Steckdosen schon fertig. Lichtschalter ist fertig. Genau, da oben kommt auch schon ein Kabel aus der Decke. Und Schlafzimmer wartet noch auf die Installation. Gut, hier ist die Wechselschaltung schon vorbereitet. Ja, hier ist nicht viel passiert. Die Kabel liegen alle oben in unserer großen Verteilerdose hier auf dem Dach. Die ist schon um einiges angewachsen. Da kommen zahlreiche Rohre raus, die ich hier so einigermaßen versucht habe, hier in geraden und 90 Grad Bögen zu verlegen, damit es halbwegs ordentlich aussieht. Ja, da im Badezimmer sieht man zum Beispiel hier jetzt nah dran, wie das Licht unten in die Decke kommt. Ansonsten sind, glaube ich, die ganzen Dosen alle hier auch schon vorbereitet. Ja, die ganzen Kabel werden nachher noch ordentlich zu irgendeinem Bund oder so, oder besser gesagt zu 2 Bünden festgemacht, damit man die hier in die beiden Kabelkanäle einführen kann. Wird ja doch schon ein bisschen enger, wenn man hier so sieht, was da so alles dranhängt. Die Klimaanlagen muss ich noch anschließen, da zeige ich euch auch nachher einmal. Das ist ja ganz einfach, kommen ja nur 3 Adern raus. Die lege ich allerdings hier mit so einer Mantelleitung ohne die orangenen Röhrchen. Genauso der Boiler muss auch noch angeschlossen werden. Ansonsten ja noch einiges an Verdrahtungsarbeit. Außerdem haben wir wieder Fässer geholt. Einmal das große, da wollen wir so ein Räucherfass draus machen. Müssen wir mal schauen, wann wir das erste Mal zum Räuchern kommen. Hier die halben Fässer haben wir geholt. Da pflanzt Sarah ja gerne ihre Blumen drin. Oder wie hier diese, was ist das, Minze, glaube ich. Da pflanzt Sarah gerne drin. Wir werden aber jetzt erstmal ein Fass dafür nehmen, um Beton anzumischen, damit wir die Verschalung machen können, weil wir ja hier noch einen Betondeckel brauchen. Weiß ich nicht, ob wir das heute oder morgen noch machen, aber auf jeden Fall jetzt zeitnah zeigen wir euch dann natürlich auch, wie wir es machen. Ja, Sarah wischt das jetzt alles noch ab. Ich bereite das Auto vor, die Fässer müssen noch runter, dementsprechend bis später. In der Zwischenzeit haben wir auch noch eine Packung von diesem Fugenzeugs besorgt. Wieder zu viel angemischt. Sarah hat zu viel angemischt, sie geht da jetzt irgendwie nochmal drüber und wir lassen sie mal lieber arbeiten. Das ist zu viel angemischt und zu schnell abgewaschen. Ja, da hat sie schon ein bisschen wieder rausgeholt. Naja, das ist alles. Ja, genau. Unter Zeitdruck hier so eine Baustelle durchzuziehen, ist natürlich so eine Sache. Ja. Aber der Zeitdruck ist ja hoffentlich bald vorbei. Sarah habe ich jetzt hier gerade mit der Silikonspritze erwischt. Hier geht ein Kabel, hier gehen die Kabel raus zu unserer Außensteckdose und da hat sie jetzt zugemacht, damit von außen keine Viecher oder so reinkommen können, aber auch kein Wind oder so. Weil gerade heute haben wir großen Nordsturm, da ist das doof. Aber du hast den anderen noch vergessen, hinten in der Küche, ne? Ja, mach ich. Ja, da steht der Schrank gerade vor. Ja. So, den Schrank habe ich da jetzt weggenommen. Das heißt, da sind so Löcher noch nach außen. Oder jetzt nur noch dieses eine, das kann Sarah dann gleich auch noch zumachen. Naja, wenn wir gerade schon dabei sind, können wir ja auch hier nochmal zeigen. Hier ist Sarah gerade dabei, mit dem Silikon da abzuziehen. Nicht gerade ihre
Lieblingsaufgabe. Die hat da so ein komisches Abzieh-Moped. Hier ist jetzt Sarahs Mosaikkunstwerk. Sieht ganz gut aus, ich möchte nur nicht drauf laufen. Ja, bis auf die Flecken. Hier oben guckt schon das Kabel raus für die Lampe. Hier kommt aber über die Dusche auch nochmal eine Lampe, dass wenn hier mal ein Duschvorhang oder was auch immer ist, noch genug Licht ist. Hier kommt einmal Erde für die Steckdose an, dann kommt hier einmal ein Kabel an von dem Warmwasserboiler, der wird hier schaltbar gemacht. Warum, werde ich sicherlich auch noch erklären. Und halt Steckdose. Hier im Eingangsbereich 2 Lichtschalter für die beiden Lampen und einmal Strom für die Steckdose. Aber den können wir ja hier bald zumachen. Und ich ziehe hier gerade die Zuleitung fürs Kinderzimmer. Wohnzimmer, Schlafzimmer. Ist auch hier auch schon vorbereitet für die Steckdose, könnte man auch schon anklemmen. Genauso hier hinten. Hier kann ich euch nachher nochmal zeigen, wie man so eine Doppelsteckdosenkombination mit einer Brücke verdrahtet. Wenn Sarah nachher Zeit hat zu filmen. Ja, wir sind jetzt hier oben auf dem Dach. Jetzt haben wir natürlich mal wieder Nordsturm. Nordsturm ist hier sehr oft. Das wäre der einzige Grund, warum ich sofort Paraguay und den Chaco verlassen würde. Dieser Sturm macht mich verrückt, ja. Aber wir bleiben trotzdem. Aber der Sturm geht gar nicht. So, ich habe jetzt hier die Zuleitung für das Kinderzimmer gezogen. Das ist eigentlich noch nicht so das Interessante. Gleich kommt das Interessante. Ich habe hier die Zuleitung für die Klimaanlage im Kinderzimmer gelegt. 3x2,5. Da zeige ich dann gleich, wie man jetzt abisoliert und wie wir dann die Klimaanlage anschließen. Hier ist ja die Zuleitung von der Klimaanlage. Die liegt ja hier schon. Das heißt, da brauchen wir gleich nur noch anklemmen. Ist eigentlich ganz einfach. Wie so vieles im Leben eigentlich einfach ist. Eigentlich hätte es auch einfach sein sollen, das hier durchzuziehen. So, da wir hier so eine Mantelleitung oder wie auch immer das heißt haben, müssen wir hier natürlich den Mantel abisolieren. Dafür gibt es spezielle Werkzeuge, kann ich euch mal ein Foto von verlinken. Habe ich jetzt nicht, muss ich mir unbedingt noch besorgen. Ich nehme einfach hier das gute MacGyver Schweizer Taschenmesser, wo die Spalt schon abgefallen ist. Und muss man natürlich aufpassen. Ich schneide mir das immer so ein, dann biege ich das so ein bisschen, dass das hier unter Spannung ist. Und dann schneide ich vorsichtig weiter. Dann wird der Schnitt immer breiter. Jetzt sieht man da unten schon so ein bisschen die blaue Ader. Da muss man natürlich wieder ein bisschen aufpassen. Dann drehe ich mir das alles immer so ein bisschen. Das kommt auch immer auf das Material der Mantelleitung an, wie gut das abgeht. Hier bei den paraguayischen geht es ganz gut ab. So, jetzt sieht man da schon die grün-gelbe. Wenn man dann immer noch so ein bisschen biegt, den Rest sollte das alles abgehen. So, da haben wir sie. Jetzt ist halt wichtig, dass da nirgendwo ein Einschnitt ist in der Isolierung der einzelnen Adern. Naja, hat geklappt. So, jetzt wieder die einzelnen Adern einfach abisolieren und in dem Falle so, jetzt natürlich noch gucken, dass wir das hier einigermaßen schön hinkriegen. Habe ich nämlich jetzt mal wieder nicht drauf geachtet. So, das müssen wir gleich auch noch ein bisschen zurückziehen. So, blau auf blau. Blau ist in unserem Fall hier der Neutralleiter. Grün-gelb ist die Erde. Auch einfach da rein. Und der braune von der Klimaanlage, der ist jetzt hier bei unserem Kabel der schwarze, das ist die Phase. Und fertig ist das Ganze. Jetzt muss das natürlich hier noch ein bisschen zurückgezogen werden. Naja, das geht mit Drücken nicht, da muss Sarah auf der anderen Seite ziehen und ich hier gucken. Und dann kann man das alles schön in die Dose legen. Ja, somit ist die erste Klimaanlage angeschlossen. Das ist jetzt Kinderspiel eigentlich. Mit den letzten Sonnenstrahlen verabschieden wir uns für den heutigen Tag. Sarah hat jetzt sich hier noch schnell Arbeit gesucht, verputzt hier die Türrahmen oder putzt die Türrahmen so ein bisschen bei, damit da bald auch die Rahmen dran können. Jo, ich hatte noch ein bisschen oben auf dem Dach verdrahtet.
Badezimmer kennt ihr ja soweit. Ich würde sagen, hier ist auch noch nichts passiert. Ich würde sagen, bis die Tage.